Agatha hat mich gefragt, ob man auch in der klassischen TWS sich mehrere Fenster gleichzeitig anzeigen lassen kann. Und ja, das geht. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Heute mit einem herzlichen Gruß aus Dänemark. Für diejenigen, die noch recht frisch bei der TWS dabei sind, die klassische TWS ist das, was wir hier jetzt sehen. Habt ihr hier unten auch links angewählt, klassische TWS. Und daneben ist die Mosaikansicht. Die klicke ich jetzt einmal an und hier seht ihr, dass man in der TWS alles Mögliche zusammenbauen kann mit verschiedenen Fenstern. Die TWS ist so eine Art Baukastensystem. Ihr seht, hier sind lauter einzelne Fenster, hier jeweils mit dem Kreuz und dem Maximieren. Hier ein Fenster, hier eins, hier oben rechts und hier unten auch noch mal eins. Ihr könnt jedes Fenster anwählen, abwählen und über neues Fenster hier oben links in der Ecke neue Fenster hinzufügen. Das ist eigentlich die Seite, wo man sich selbst etwas zusammenstellt. Aber auch in der klassischen TWS, ich wechsle einmal zurück, kann man einiges verändern. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Agatha hat sich gewünscht ein Fenster mit dem Chart und ein Fenster mit News. Und die fügen wir jetzt ein. Dafür schiebe ich mich einmal nach unten. Wir müssen sozusagen jetzt erst einmal den Bearbeitungsmodus aktivieren. Das tun wir, indem wir hier oben rechts auf das kleine Schloss klicken. Dann öffnet sich dieses Fenster, Layout Bearbeitungsmodus. Und ihr seht auch an dem grünen Kasten bzw. an der grünen Umrandung, dass ihr jetzt im Bearbeitungsmodus seid. So, als erstes verkleinern wir das aktuelle Fenster, um Platz zu schaffen für die beiden neuen Fenster. Das tun wir, indem wir zum Beispiel hier unten in der Ecke so weit runtergehen, bis wir den Doppelpfeil haben, linke Maustaste festhalten und das Fenster kleiner machen. So groß, wie ihr das haben wollt, das ist euch überlassen. Jetzt wollen wir als erstes das Chart-Fenster einfügen. Dafür klicken wir hier oben auf das Symbol Chart. Falls das bei euch nicht zu sehen sein sollte, machen wir Folgendes. Ich nehme das einmal raus. Dann geht ihr hier auf dieses kleine Pfeilchen. Dann kommt automatisch das neue Fenster. Dann auf Schaltflächen hinzufügen klicken. Vorführeffekt, da haben wir es. Und jetzt suchen wir Chart. Bei mir ist es relativ weit unten. Einmal anklicken. Und dann fügt sich das Chart-Symbol automatisch ein. Wir klicken rauf, dann öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt müssten wir irgendeine Aktie auswählen. Ich nehme AAPL mit Enter bestätigen, Aktie Smart auswählen. Die meisten von euch kennen diesen Vorgang schon vom Kauf oder Verkauf. Hier können noch Chartparameter eingefügt werden. Das lasse ich aber jetzt einmal beiseite und mit OK bestätigen. Dann seht ihr, dass ihr dieses riesengroße Fenster habt. Das macht ihr auch kleiner. Und dann fassen wir das an. Oh, wir müssen mal eine freie Stelle finden, wo wir das anfassen können. So, und schieben es irgendwo hier in die Ecke. So, dann wollte Agatha ja gerne noch News dazu haben. Ich habe jetzt hier das Nachrichtensymbol. Falls ihr das nicht haben solltet, geht ihr den gleichen Weg wie eben über das Pfeilchen, Schaltfläche hinzufügen und dann findet ihr irgendwo dann die Nachrichten bzw. News. Hier klicken wir rauf auf das Pfeilchen, auf Newswire. Hier können wir jede Menge auswählen. Ich nehme mal heutige Top 10 und Street Insider Top-Nachrichten. Dann macht sich wieder ein neues Fenster auf. Das können wir entsprechend, wie wir es möchten, auch wieder groß und klein machen. Und heute ist es aber sehr schwerfällig. Ich denke, das liegt so ein bisschen auch an dem Paper Trading. Im Echtgeldkonto geht das alles ein bisschen flüssiger, aber das kennt ihr. So, das schieben wir mal schön in die Ecke.
Perfekt, machen das ein bisschen größer, machen das noch hübsch. So, und jetzt haben wir drei Fenster auf der Seite. Ja, so sollte es sein. Perfekt. Jetzt müssen wir einmal den Bearbeitungsmodus wieder verlassen. Das tun wir wieder, indem wir auf das Schloss klicken. Wir wollen die Änderung speichern. So, bevor es jetzt weitergeht und ich euch zeige, wie ihr das Ganze miteinander verknüpfen könnt, möchte ich euch bitten, dass ihr unsere Arbeit einmal honoriert, weil sie euch immer noch kostenlos zur Verfügung steht, indem ihr den Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert, damit ihr dann eine Information bekommt, wenn das neue Video rauskommt. Und Kommentare wären toll. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und gern auch mehr als 7 Worte, weil dann erst das von dem YouTube-Algorithmus zählt und uns weiterhilft, damit der Kanal groß und stark werden kann. Vielen Dank vorab. Dann haben wir noch tolle Neuigkeiten. Die sehr charmanten Herren von Lynx Broker sind auf mich zugekommen bezüglich einer Kooperation. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Sie kommen nächsten Mittwoch, stellen sich in einem Video selbst vor, stellen die Seite vor, stellen die Vorteile vor. Dann könnt ihr sie ganz in Ruhe kennenlernen, wie es sich verhält, welche Vorteile dieser Broker für euch hat. Und ich konnte natürlich auch einen finanziellen Vorschlag, nein, einen Vorteil wollte ich natürlich sagen, einen finanziellen Vorteil für euch rausschlagen. Den Link von Linksbroker habe ich hier schon mal in die Beschreibung hineingepackt, falls ihr euch das schon mal in Ruhe anschauen wollt. Also auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder einschalten. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir die drei Fenster miteinander verknüpfen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Cola klicken, hier links im Bild, dass dann auch die Cola-Kerzen angezeigt werden und die Cola News. Das wäre ja blöd, wenn man das dann jedes Mal einzeln machen müsste. Dafür nennt sich das, müssen wir gruppieren. Wir sehen hier oben in dem Fenster dieses kleine, ja, Kettensymbol, nenne ich es mal. Wir klicken einmal rauf, nehmen eine Gruppe. Ich nehme jetzt mal Gruppe 3 und Gelb. Und diese Verknüpfung muss auch in den anderen beiden Fenstern gemacht werden. Hier gehen wir allerdings auf das Pfeilchen, weil wir hier ja noch kein Kettensymbol sehen. Pfeilchen, Fenster gruppieren, dann auf Gruppe 3 Gelb. Und hier unten machen wir das genauso. Pfeil, Fenster gruppieren, Gelb. Wenn wir jetzt hier von Cola auf Siemens wechseln, dann seht ihr, dass sich hier der Siemens-Chart zeigt. Und hier müssen wir natürlich von den Top 10 wechseln auf die unternehmensspezifischen Nachrichten. Dann bekommen wir dann auch die aktuellen Siemens-Nachrichten angezeigt. So, was habe ich noch? Ach so, ihr könnt auch, falls ihr dann einen zu kleinen Bildschirm habt oder mal unterwegs seid oder einfach euch das mal etwas größer anzeigen lassen wollt, mit einem Doppelklick hier oben immer im oberen Teil des Fensters das Fenster groß machen und wieder mit einem Doppelklick das Fenster wieder an die gleiche Stelle zurückschieben. So habt ihr jederzeit, das geht natürlich auch mit den Kerzen, eine große Übersicht und eine kleine Übersicht, ohne dass ihr jedes Mal hin und her switchen müsst. So, jetzt gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, sieht nicht so aus. Ich würde euch gern hier noch einmal den Disclaimer einblenden. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, tolle Trades. Passt auf euch und euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.